Hallo und willkommen zusammen zu einer neuen Ausgabe von Baldur's Gate 3 mit unserem Barden Tim Hardin. Ja, wir sind in der Steelwatch Foundry, wie man sehen kann, und hatten schon einige schwere Kämpfe. Hier ist ein Zombie. Wo ist er? Da ist er. Genau. Und müssen jetzt noch vordringen zu der Stelle, ja, ich weiß es nicht genau, ein sogenannter Neurositter, den wir killen sollen. Was ist das da? Also das hier ist eigentlich die Stelle, wo wir gekämpft haben. Das könnte wieder so ein Effekt sein. Ich probiere es aber trotzdem lieber mal aus. Aus der Ferne stehen die nämlich manchmal auf und wenn man da näher, also die Leichen sozusagen, die Leichen leben. Und wenn man da näher kommt, fällt er irgendwie runter. Ach nein! Das ist der Überrest von so einem Steelwatcher, den wir gekillt haben. Okay. Nee, dann ist alles so, wie man es denken würde. Und hier wäre noch Control Center Antechamber. Hier könnte man noch hochgehen. Parchment. Vessel identified. I'm pleased to report that we have sourced a vessel and pilot to transport the hostages to the Iron Throne. Redhammer is a godless fool, but his love of gold outweighs any moral qualms he might have. He will do for now. Black Gauntlet Hans Rives. Okay, ja gut, dass die Leute da... Das kann man aber nur nehmen, das kann man nicht lesen anscheinend. Dass die Leute dahin gebracht wurden, wissen wir ja. Wir haben es ja... Ne, kann man nichts mitmachen. Gut. Das ist der Aufzug, mit dem wir gekommen sind. Ups, Talis, das Sonat-Tarot. Okay. Dachte ich wenigstens. Danach klingt es jetzt fast so, als wäre es eher sowas wie Poker oder irgendwas. Talis Loser List. Egal. Was? Moment, was ist da noch? Soapbar. Da oben. Ach du heiliges Kanonenrohr. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier in dieser Control Center Antechamber ist. Wie geht's uns eigentlich? Naja. Ich sag mal okay. So, dann werden wir hier auch... Vielleicht haben wir ja aus Versehen mal einen Schlüssel. Haben wir anscheinend. What? Oh, Brain Jar. Okay. Okay, aber hier ist niemand. Hier müssen wir uns nicht verstecken. Surgery Kit, Hammer. Nichts Spannendes. Brain Jar. Was machen die mit diesen Brain Jars? Hier haben wir noch ein paar Kisten. Nada. Ebenfalls nichts. Okay. Lula Fossa. To Bendobrus. Bendobrus. If this note ever finds its way to you, it means I'm dead. But at least I died trying. As the chief artificer on the Titan project, I know just what that horror can do, and I'm determined to see it destroyed. Sender Tubin, das ist glaube ich dieser Blinde, mentioned that if the proper code is entered into the Neurositter, it triggers a fatal psionic feedback loop. I don't know what that code is, but I might be able to guess it.
And if I die taking down the Titan, that will be a good death. I love you, Lula. Ja, offenbar hat er es aber nicht geschafft. Oder sie. Okay, also man muss einen Code eingeben in den Eurositter. A Fatal Psionic Feedback Loop. Spannende Frage. How to build a Watcher. How Gotthard hijacked the Gondian Autoguard project to create his Steel Watchers is remarkable and horrible, and somebody ought to tell it. Might as well be me. The original design for the Autoguards outwardly resembled the eventual Watchers, but an Autoguard was designed to be piloted by a small individual in a cockpit in the torso. When Gotthard, through some scheme involving fraud and blackmail, took over the dog foundry, he scrapped those plans and announced that the Steel Watch would be entirely remote controlled from a central hub. We had no idea that this remote control would involve both Merculite, necromancy, and illicit psionics. As finally worked out under duress by Senna Tubin, fitting out the Steel Watcher requires the following steps. A zombie is decapitated and has its brain removed. The brain is tadpoled and put in a brain jar, where it becomes part of the absolute hive mind. The tadpoled brain retains its psionic connection to its undead body. The undead, headless body is wired into the torso of a Steel Watcher. The absolute elder brain sends psionic orders to a jarred brain. The jarred brain passes on the order to its connected Steel Watcher. All of this telepathic traffic is coordinated through the Neurositter and the Control Center, but I hope to do something about that. Okay. Ist das, wo wir hergekommen sind? Control Center. Steelwatch Foundry. Ja, da kamen wir her. Okay. So, das heißt auf der anderen Seite, hier ist Control Center. Hier haben wir Brain Jars, das sind dann wahrscheinlich die Gehirne von Zombies, und zwar 6 Stück. Was passiert, wenn ich das Ding anfasse? The parasite stirs within the pickled brain, twitching. As your mind connects, you feel yourself become strong, powerful, metal. You are a Steel Watcher, charging through the streets in pursuit of a young girl. She is screaming. Ah, das heißt, das ist ein Actual Steel Watcher, der jetzt gerade das tut, und weil das sein Gehirn ist, das ihn steuert, haben wir hier die Möglichkeit. Wir können jetzt das Kind retten. Try to trip oder disrupt. Wir können es ja mal erstmal... Ne, wir machen das gleich. Disrupt Parasite's connection to the Steel Watcher. Ich hoffe, das reicht, um das Kind zu retten. For a split second you wrest control. The Steel Watcher's legs lock. It crashes to the ground. The little girl disappears down an alley. Safe. For now. Gut gemacht, Karlach. Okay, das heißt, das sind tatsächlich alle Steel Watcher. Vielleicht kann ich Your mind whirls as the brain noch mehr swimming Leute with retten. parasitic juices connects with yours. With a jerk, your mind is transported. You look down, your body of pure steel and power whirring. A dwarf cowers before you. Please, Mr. Steel Watcher, sir. I'll never steal again. I swear it on my mum's life. Just let me go. Attempt to wrest control of the Watcher. Oh! Das wird schief gehen. 25. Mist. Okay. Wisdom, ist das alles Wisdom? Dann macht das nämlich demnächst Shadowheart. Es
geht sowieso nur, wenn ich eine 20 schaffe, aber ich versuch's halt mal, ne? Last time around. Ich fürchte, den Zwerg werde ich so nicht retten können. You struggle against the parasite, but can only watch as you raise a mighty leg. What are you doing? No! Please! You stomp on the dwarf, bones and intestines splashing on you. Ja, ich wusste ja nicht, dass es hier DC 25 ist, wenn es da gerade 2 war. Aber dann sollten wir das tatsächlich mal Shadowheart überlassen. Ich hatte die The Hoffnung, dass brain man in this vielleicht dann... jar is controlling a watcher on sentry duty at Worm's Rock. It patrols back and forth, vigilant for trouble. Okay, sonst nichts. Ist aber auch ja keine kritische Situation. The brain in this jar is aware that its watcher is on duty in the control center, vast and throbbing with illithid telepathy. It ignores your mind touch as a mere distraction. Das wäre aber jetzt spannend gewesen, denn der muss hier irgendwo rumlaufen. The watcher this brain controls is offline for maintenance. The brain dreams, images of life in a garden cottage in spring. Kann man die eigentlich auch angreifen? Kann man. Your tadpole eagerly responds to the parasite in the brain jar. You blink to find yourself standing at Worm's Crossing. You are a steel watcher, a guardian of Baldur's Gate. Before you stands a group of humans. He said he was Flaming Fist. That we had to empty our pockets if we wanted to enter the city. We didn't know it was a scam. We have nothing left, and my kids are half-starved. Please, let us into the city. We have nowhere else to go. Dann benutzen wir hier gleich jetzt die Elitiden-Power. Die sollte eigentlich hier reichen. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. You are a Gibt's ja mouse to nicht. an elephant, so overwhelming is the parasite's power. You reach behind you, but the family runs before you can draw your sword, fleeing towards the risen road, and most likely, their deaths. Verdammt. Ich hätte das gar nicht erst machen sollen. Ich hätte das Zeug hier gleich umbringen sollen. Okay, dann... Komm, Karl, ach, du kannst das besser. Okay. So, ihr bringt niemanden mehr um. Das hätte ich gleich am Anfang machen sollen. Ich wusste ja nicht, dass das dann plötzlich so schwer wird. Tut mir echt leid für die Leute. Na gut. Dann schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür noch verbirgt. Genau, das ist nämlich, glaube ich, genau der Steel Watcher. Hellfire Watcher. 200 Hitpoints. Okay. Und noch einer. Und alle guten Dinge sind 3. Und hier sind solche Brain Jars. Aren't they?
Find the right place to use the rune powder bomb. Das hier ist wohl dieser Solicitor. Wenn ich jetzt da hinten hin teleportiere, habe ich eine Chance. Das Problem ist, ich weiß nicht genau. Die Vermutung wäre, dass es irgendwie dass man einfach hier dieses Ding irgendwie explodieren lassen muss. Oder kann man das so weit werfen? Nicht, lauft hier nicht einfach irgendwo rum, Leute. Das ist nicht die ich meine. Ich glaube, die hat dann wahrscheinlich doch eher. Oder? Bomb, Smoke Powder Bomb. Das sind aber die kleinen. Rune Powder. Genau. Wo ist es denn nun schon wieder? Tja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt irgendwie nichts... Can't throw too heavy. Nein! Okay. Okay, Karlach, you are needed. Und zwar brauche ich... Ich habe doch hier bestimmt irgend... Potion. Ah, genau hier. Eine Scroll of Misty Step. Okay. So, jetzt werden wir dann wieder hier die Bombe hier zurückgeben, wenn ich sie dann finde. Das ist ja echt, das ist ja schrecklich. Rune Powder Bomb zu Karlach. Karlach wirft die. Path is interrupted. Wieso interrupted? Da will ich sie doch hinwerfen. Oder muss man sie auf das Ding da werfen? Ja, auch nicht. Telepathic traffic radiates in waves from this semi-illithid globe, and your tadpole throbs in blissful response.
This vile globe fills you with instinctive revulsion. Oder reicht's, wenn man... Reicht's, wenn man die da platziert und dann von der Entfernung her drauf schießt oder so? So, jetzt machen wir das Ding mal hier hin. Das ist ja grausig. Okay. Eidenei. Gut. Warum sehe ich das denn hier immer nicht? Das ist ja echt ätzend hier. So. Throw. Ich will das da nicht hinwerfen. Aber wenn ich schon dabei bin, vielleicht kann ich auch hier irgendwas drehen. Neural Switchboard. Neurositer awaits your input. Attempt to decipher the symbols. The Neurositer is the epicenter of the Steel Watch, controlling and connecting every single watcher in the city. Its technology is far beyond anything you have ever seen. You'll need more than magic or steel to destroy it. Focus on the This will center. destroy the Foundry, wiping it from the face of the Forgotten Realms. So geht das, deswegen kann man die nicht werfen, man muss das so machen. Okay. So, die Hoffnung ist, dass der jetzt automatisch flieht, genau. Gut gemacht. Sehr schön. Das war so viel zum Thema Steelwatch Foundry und er hat es auch geschafft. Und jetzt sollten dann eigentlich auch alle Steelwatcher im Eimer sein. That was a hell of a show, my friend. Watchers collapse in the street as we speak. And the foundry. Ja. The scent of rune powder drifts through the city like a warm embrace. I see my bomb did the trick, but it's not over. So long as a single parasitic Gondian remains, Baldur's Gate is under threat. Walburn, enough. The Gondians are no more. I am all that is left. Take the city. Let the Iron Hands reign supreme. I just wish to go home and mourn my daughter in peace. What about Gortash? What if he forces you to build up his Steelwatch once more? He'll never find us. We have safe houses all over the city. We are no threat. I swear it. Please. If a Gondian told me the sky was blue, I'd look outside and check. Tubin will lie, torment, and scheme until his dying breath. Kill him, or the Iron Hands will. Spannend. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Iron Hands und die Gondians auf einer Seite sind, aber na gut. You've won, Bulbrun. Let it go. Naja. 20. Kleine Fische. Hätte knapp sein können. I plan to make you my right hand in the new reign of Iron Hands. I see now you lack the spine. Keep your blind Gondian. I have no use for broken things, but know that I will not rest until this city is rid of the Gondians and their bootlickers. When the day comes, my hammer will find your skulls and crack them wide open.
Iron Hands, move out! Das klingt nicht so, als hätten wir sie jetzt als Allies gewonnen, oder? Ehrlich gesagt. Geh weg. Here, rescue Orin's victim. We destroyed the Steelwatch Foundry as Orin instructed. She seems to enjoy infiltrating our camp and leaving messages for us there. Maybe that's where we'll find further instructions. Okay. Disable Steelwatch haben wir. Also das nächste, was wir natürlich tun wollen würden, ist Gortash killen. Im Sinne von Orin, aber auch in unserem. Wilburn wanted us to kill the remaining Gondians, we refused. Promising revenge. Das heißt, wir haben ihn womöglich sogar dann hinterher noch auf der falschen Seite. Puh, gather your allies. Aber wer weiß, wir haben ja schon einige, ne? So, das war natürlich jetzt so ein kleiner Wink, dass wir ins Lager sollen und uns angucken. Ob wir da Nachrichten finden. Dann gehen wir doch mal ins Lager. Da ist doch schon was. Another letter from Moment. Orin. Sticky red blots. Thanks to you, the tyrant's iron throne lies broken beneath the bay, and the prisoners it held are nothing but blood in the foam. Fishermen will be finding succulent morsels of gnome flesh to decorate their dishes for years to come. You sow the seeds of chaos as well. How the sheep bleat to watch their jalded guardians crash to the cobbles. They tremble to see the lordling's temple of tyranny crumble atop their corpses. The time is now. Without his mindless mannequins, Gortash is weak. Kill him, kill him, kill him, kill him, kill him. The rest of the page is filled with the same scrawled instruction written in increasingly illegible script. At the bottom, the signature in blood, Orin. Und dann haben wir noch eine crumpled note. Gortash's metal mannequins will not dance to your tune, they only dance to his. To set yourself against their steel is to invite domination, so why slice the strings of one when you make one cut to sever them all? Seek the blackened heart of their foundry and tear it out, then the Lordling will play puppet. Das wäre quasi die Botschaft von vorher gewesen, ne? Okay. Kill Gortash, ja, das habe ich grob verstanden. Auch wenn sie es noch so subtil erzählt hat. Achso, ich bin auch alleine gegangen, genau. Kill Gortash. Da würde ich aber tatsächlich fast sagen, auch wenn ich jetzt hier noch einige Spells habe und so, sollte man vielleicht trotz allem eine Long Rest machen. Hat der noch was zu sagen? I think it is past time Obeli and I left this city. There is nothing for us here now. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt tatsächlich einfach nochmal ins Camp. Gibt es eigentlich noch jemanden, der mit mir reden will? Glaube nicht. Und dann werde ich nochmal pennen. Oh, das heißt, es hat mal zur Abwechslung nicht geklappt.
sind es eben 2 mehr, ist ja jetzt auch wurscht. So. Kriegst deine Mage Armor. Die anderen brauchen eigentlich nichts. Dance Macabre, das mache ich dann, wenn es soweit ist. So, Gortasch. Werde ich aber jetzt nicht tun. By the way. Und zwar, ich schwäche den Schutz vor diesem Elder Brain immer mehr, je mehr von diesen Netherstones ich kriege. Einen habe ich schon, wenn ich Gortasch noch nehme, glaube ich, ist das zu viel. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die anderen Sachen machen. Dribbles the Clown, das kriege ich so schnell nicht hin, aber hier, Cazadors Palace. Achso, da muss ich natürlich wieder zurück ins Lager, denn dafür würde ich wahrscheinlich tatsächlich Astarion mitnehmen. Soll ich wirklich Astarion mitnehmen? Es ist seine Quest. Aber er ist natürlich, weil sein Meister ja scharf auf ihn ist, auch am meisten gefährdet, wenn er da ist. Und nebenbei bemerkt, Astarion ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter und er ist auch nicht der stärkste oder so. Aber es ist seine Quest und dann werde ich das mal versuchen. Die Frage ist nur, Shadowheart, wenn ich mit Untoten zu tun habe, werde ich Shadowheart mitnehmen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Was hat die eigentlich? Handmaiden's Maze. Macht nicht so viel Schaden, ist aber nicht wichtig, so oft haut die eh nicht zu. Ja, das würde heißen, ich muss Gale da lassen. Ein Barde, eine Klerikerin, ein Barbar und ein Dieb. Und ich weiß nicht, wie verletzlich der Dieb ist in dem Zusammenhang. Ich würde Gale nicht gerne da lassen. Verdammt. Ich vielleicht doch ohne Astarion dahin gehen? Ich denke, ich gucke erstmal, wo das Ding ist und ich gucke es mir mal an. Ich kann ja immer noch zurückgehen, ne? Und vielleicht kann man dann im passenden Moment Astarion dazu holen. War das hier? Genau, da ist Cazadors Palace. Free Orpheus, das fehlt auch noch, aber das machen wir dann auch das nächste Mal. Das heißt, wir gehen mal dahin. Wir gehen mal in diesen Palast und schauen uns das an. Ach so, ja, jetzt bin ich ja doch hier, ne? Das heißt, ich hätte da hinten rumgehen müssen, alles klar. Hier muss man irgendwie lang kommen. Malta. It was another day in the City of Lies, Baldur's Gate, where the people begged for justice until they starved. 2 heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Destiny was calling. And they both answered. Strangers? Only in a fool's definition of the word. It was the start of something incredible. 2 heroes on the hunt for justice, no matter the cost. All the Tall One had to do was say yes.
Yes, join The me. Tall Das One will had ich failed the first test. They lacked caution. The cat could have just as easily been a foe as a potential friend. Perhaps it was simply not meant to be. Das ist ja eine geheimnisvolle Katze. Also The Two Heroes ist natürlich sie und ich. Kann man mit ihr nochmal reden? Ja, das Problem ist, ich kann nur mit Karlach, ne? Das heißt, das ist gar nicht wahr. Animal Speaking. Wer sagt, dass ich nicht mit Tieren reden kann? It was another day in the City of Lies, Baldur's Gate, where the people begged for justice until they starved. Two heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Destiny was calling. And they both answered. Strangers? Only in a fool's definition of the word. It was the start of something incredible. Two heroes on the hunt for justice, no matter the cost. All the Tall One had to do was say yes. Oh, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr. Na gut, dann halt nicht. Central Watchtower. Lassen die mich da rein? Muss ich da hin? Watchtower? Scheint nicht verboten zu sein. Fist Hagedorn. Manchmal habe ich die im Verdacht, dass da irgendwelche Deutschen was mit zu tun hatten. Da hinten ist eine große Kiste. Theoretisch darf man die aber nicht aufmachen. Ich war's nicht. Okay. Man kann ja auch mal ein bisschen was stehlen, also ist ja jetzt auch. Muss es ja nicht übertreiben. Okay. Da ist Cazador's Palace, also es sieht so aus, als würde man hier lang kommen, ne? Ah, da steht sogar Saar Palace South Tower. Ui. Vial of Blood. Na, das ist doch was für ein Vampir. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. The guard's words are clear but spoken without thought or intent. Behind her eyes, you see nothing.
She's a drone under some magical charm. I'm inspecting the security on your master's orders. Of course. Whatever the master desires. So ist brav. Enter freely, and of your own will. What you don't have. Oh, giant rat. Another guest. Yes, yes. More bones to chew, more bodies to nibble. Schauen wir mal. Longsword. Ja, nichts, wofür sich ein Diebstahl lohnen würde. Was ist das? You one of them? The fangy ones? What is a fangy one? Ne, man, natürlich ein Vampir. Big, hairy, teeth. They're mean, real mean. Stay away. Okay, Harry, das könnte natürlich eventuell auch ein Werwolf sein. Wo Vampire Another sind ja... visitor? Staying long? The others are. What others? Guests. Came for a party. Never left though. Dunno what happened to them. Don't wanna know. But I'm sure you're different. I'm sure you'll be fine. Gut. Butterbun. Okay, letzter Blick auf Baldur's Gate. Rot. Eigentlich kein gutes Zeichen. Right. Time to skulk about. Aber eigentlich haben die uns ja erlaubt, hier reinzukommen, ne? Okay. Tsar Palace Servant Etiquette. Memorize these rules and do not fail to follow them. Do your job silently. Do not speak unless spoken to. The master likes it quiet. If you are not busy, find something to do and look busy. The master likes diligence. If you encounter the master, stand still and cast down your eyes with deference. The master likes to be respected. No whistling. Chamberlain Dufay. Ja. Such is the life. Oh, ein Schlüssel. Hier ist ja eigentlich niemand, den es stören könnte, ne? Dann werde ich mir mal den Schlüssel nehmen. Servant Etiquette haben wir schon. Wall of the Faithless. At the core of the Fuchs Plain, barren ash-grey wasteland, stands the City of Judgment with its crystal spire jutting above the streets of an influx of souls. Marco, genau, das ist, was den Leuten passiert, wenn sie sterben. Dann werden sie da erstmal gejudged. Should mind my step. Tja, ich denke mal, jetzt wird's langsam ernst. Vielleicht sollten wir doch erst nochmal drüber nachdenken, setzen uns mal hin. So, hier ist nichts.
Spannendes. Das heißt, jetzt geht es hier in den Palast. So, haben wir alle unsere 5 Sinne beisammen. Dann machen wir mal eine kleine Vorforschung ohne Astarion. Ja, genau, hier. Mit Fledermäusen, die durchs Gemäuer fliegen. So stellt man sich das vor. To Journal Updates. Pale Elf. We have entered Cazador's palace. Now we just need to find the vampire himself. Und man sieht, wir kommen hier auch nicht wieder in ein Lager. Das heißt, wir müssen mindestens bis auf diese Ramparts raus, wenn wir Astarion holen wollen. Ne? Wir kommen nicht ins Lager. Victoria's List. There are 17 paintings, but sometimes some of them are the same painting, except that later sometimes they are different again. There are 17 candelabra. Sometimes I light them, but the candles don't burn down. There are 17 chairs, which is almost always too many. Father says that if I go into the ballroom, I will be bitten 17 times by 17 rats. Also ist Victoria vielleicht eine seiner Töchter? Hat der sowas? Gut, die Candelabra kann man anmachen. Ist sie das vielleicht sogar? Nee, war der Roller. The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. And well lit. So to say. God, a lost condition invisible. Hier ist jemand, der unsichtbar ist. Let's see what this does. Everything must be clean. Wilhelm, Father Roller. What's inside? Oh, Wilhelm. Another guest for the Master's celebration. But you're so late, the doors are sealed. All is underway. It can't be underway yet. I'm the entertainment. Believe me. You believe me. The Master does enjoy a fool. Does he? But please, forgive me, I cannot unseal the doors. The Master's kennel keeper, Godi. Only he is trusted to open them. And where do I find Godi? If you must find him, he lurks in the kennels below. Now please, I need to prepare. All must be perfect for the Master when he ascends. Gut. So much to do, so much to prepare. So, hatte ich ja schon angeguckt. Okay, und hier haben wir eine auffällige Tür, sage ich mal. Das sieht aus wie Ratten, die hier im Kreis laufen. Sinister Door. Lockpicking impossible. Und was passiert? Arcane Lock. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest. Okay, also das sind die Momente, wo ich eigentlich immer gerne hätte, dass diese Funktion hier funktioniert. Dass man sagen kann, so, jetzt macht das aber mal Gale. Das ist
Gel wird wahrscheinlich ein wenig besser sein darin. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Genau, try Only a to small decipher. round hollow engraved with a family crest. 25 ist viel, aber er hat wenigstens eine grobe Chance. Ne? Wow. Gut. It's written in archaic Kozakuran, a rare version of an already obscure language. You can make out enough to recognize an incantation, but the specifics elude you. You can tell you're missing something, though. You spot a reference to the family signet. Okay. Also wahrscheinlich muss man da hier eben Signet, also so ein Signet Ring oder sowas finden, um den da reinzudrücken und irgendwas in Kozakuran sagen. Das ist mal so meine Vermutung. Och nö, das brauchen wir nicht. Sag ich ja. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest. Na, wer hätte das gedacht? Gut. Dann würde ich vorschlagen, suchen wir das nächste Mal nach diesem Signet Ring und nach diesem Goldie und versuchen durch diese Tür zu kommen und im Zweifelsfall werden wir vielleicht umdrehen, um Astarion noch dazu zu rufen. Aber das passiert dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.